Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich wollte mal wieder ein Anime-Review machen, weil wir das schon länger nicht mehr hatten. Und deshalb erzähle ich euch heute etwas über den Anime Yamada-kun and the Seven Witches bzw. Yamada-kun to Nana ni no Majo. Viel Spaß! Yamada-kun and the Seven Witches basiert auf einer 19-teiligen Manga-Reihe aus dem Jahr 2012, welche es auch nach Deutschland geschafft hat und hierzulande bisher 7 Bände umfasst, soweit ich weiß. Den Anime gibt es seit April 2015. Er lässt sich den Genre Comedy, Shonen, Romance und meiner Meinung nach auch Fantasy zuordnen. In der Serie gibt es 2 Hauptcharaktere. Einmal haben wir da den namensgebenden Yamada, den man als Schläger bezeichnen könnte. Zweite Hauptperson ist das krasse Gegenteil von ihm. Es ist die schüchterne Streberin Urara Shiraishi. Die beiden haben eigentlich nicht viel miteinander zu tun, wie man sich schon denken könnte, aber eines Tages stürzen sie zusammen von einer Treppe. Als sie im Krankenzimmer wieder zu sich kommen, merken sie plötzlich, dass ihre Körper vertauscht wurden. Sie finden heraus, dass ihre Lippen sich bei dem Sturz berührt haben. Die beiden können also durch einen Kuss jederzeit den Körper mit einer anderen Person tauschen. Ich weiß, diese Geschichte mit dem Körpertausch gibt es schon so oft, aber dies ist nur ein Element des Anime. Später wird es auch noch um andere Dinge gehen, aber ich möchte an dieser Stelle jetzt nicht zu viel verraten. Der Zeichenstil ist eigentlich relativ normal für einen Anime, aber ich finde ihn sehr schön. Vor allem die Augen der Charaktere gefallen mir sehr gut. Und wo wir schon mal beim Thema Charaktere sind, diese sind meiner Meinung nach sehr gut gewählt, auch wenn viele etwas stereotypisch sind. Trotzdem gibt es immer wieder Szenen, in denen die Charaktere etwas tun, das man so nicht von ihnen erwartet hätte. So, und natürlich muss ich als großer Fan von Anime-Songs auch auf Intro und Outro eingehen. Das Intro ist relativ schlicht gehalten mit einem weißen Hintergrund, die Charaktere sind aber gut in Szene gesetzt. Der Opening-Song heißt Kushizuke Diamond und ist ebenso schlicht gehalten, allerdings ist das Lied relativ schnell und fröhlich. Das Outro namens Candy Magic ist sowohl vom Bild als auch von der Musik her sehr bunt, fröhlich und niedlich gestaltet. Mir persönlich gefallen beide Lieder ziemlich gut. Es gab in der Serie allerdings auch 2 Dinge, die mich etwas gestört haben. Das erste ist der Fanservice bzw. die Ecchi- und Harem-Szenen. Ich persönlich bin überhaupt kein Fan von sowas und war folglich auch nicht sonderlich begeistert, als immer wieder Szenen mit Brüsten oder Unterhöschen zu sehen waren. Aber gut, ich habe auch schon schlimmere Anime gesehen und irgendwie passt es in dem Fall auch zur Comedy der Serie. Das zweite Ding, das man hätte besser machen können, der Anime war viel zu kurz. Gerade zum Ende hin tauchen viele neue Charaktere auf, die dann aber leider nur in einer Folge wichtig sind und dann so gut wie gar nicht mehr auftauchen. Es gibt sogar mehr Manga-Bände als Folgen, das ist echt schade. Also die Charakterentwicklung hatte in diesem Anime schon sehr zu leiden. Alles in allem fand ich die Serie eigentlich echt gut. Sie war ziemlich witzig, sie war spannend und es gab viele unerwartete Storywendungen. Aber wie schon gesagt, hätte der Anime ruhig etwas länger sein können und wegen den Fanservice-Szenen würde ich es jetzt auch nicht unbedingt jüngeren Zuschauern empfehlen. Die Serie ist übrigens FSK 12. Wer Comedy-Anime mag und sich von den edgy Elementen nicht abschrecken lässt, dem kann ich Yamada-kun and the Seven Witches nur empfehlen. So, und das war's dann auch schon mit diesem Anime-Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wollt, könnt ihr wie immer gerne Lob und Kritik in den Kommentaren da lassen. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, ciao, eure Sailor Cat!